Herzlich willkommen zu meinem Abschlussvortrag unseres MIPAC-Projekts. Das Hauptaugenmerk meiner Arbeit in diesem Projekt lag auf der Erforschung von Sorptionsprozessen ausgewählter Schadstoffe an Mikroplastikpartikeln. Da man für diese Sorptionsversuche und auch weitere Versuche in diesem Projekt Partikel brauchte, die Umweltmikroplastikpartikeln möglichst ähnlich sahen, wurde schon bei der Recherche relativ schnell offensichtlich, dass diese Partikel selbst hergestellt werden mussten. Um eine möglichst breite Auswahl an Referenzpartikeln zu erhalten, wurden diese 8 Kunststoffe zu Partikeln vermahlen. Dank der von mir ausgewählten Zentrifugalmühle, die eine Kryovermahlung erlaubt, konnte auch ein breites Spektrum an Größenklassen erzielt werden. Oben rechts sehen Sie eine Auflistung der 5 kleinsten Größenklassen, die gemahlen werden konnten. Zunächst erscheint es nicht unlogisch, dass die Fraktion mit den größten Partikeln auch die massemäßig größte Fraktion darstellt. Da diese Fraktionen aber nicht alle gleich groß sind, wurde im Diagramm unten rechts die Masse jeder einzelnen Fraktion auf die Mikrometerintervalle normiert und es stellte sich heraus, dass tatsächlich die Größenfraktion um 100 Mikrometer die massemäßig größte Fraktion darstellt. Diese Diagramme zeigen außerdem, dass es einen großen Unterschied macht, ob Folien oder Granulat vermahlen wurde, denn nur Granulat konnte zu Partikeln kleiner 40 Mikrometer verarbeitet werden. Links sehen Sie einen Partikel aus Polystyrolgranulat aus der Fraktion 125 bis 200 Mikrometer. Man sieht hier nicht nur die Bruchkanten, sondern leicht runde Ecken, die vermutlich durch Wärmeeintrag bei der Mahlung entstanden sind. Darüber hinaus kann man kleine Kügelchen auf der Oberfläche dieses Partikels erkennen. Es ist jedoch nicht klar, ob diese Kügelchen angeschmolzen sind oder lediglich durch Elektrostatik an der Oberfläche haften. Letzteres würde noch einmal beweisen, dass bei der Mahlung von Partikeln auch eine unbestimmte Anzahl an Nanopartikeln generiert wird. Nachdem diese Partikel erstellt wurden, konnte mit den Sorptionsversuchen begonnen werden. Hierzu wurden die 3 Schadstoffe Imidacloprid, Phenanthren und Nonylphenol und die 3 Polymere Polyethylen, Polypropylen und PLA verwendet. Da PLA ein sorptionstechnisch gesehen sehr langsames Polymer ist, wurden für diese Versuche leicht andere Temperaturen verwendet als für PE und PP. Und da PP bei der Mahlung die größten Probleme bereitet hatte, wurden hier andere Größenklassen als für PE und da PP bei der Mahlung die größten Probleme bereitet hatte, wurden hier andere Größenklassen als für PE und PLA verwendet. Alle Versuche wurden mit Schadstoffen kontaminiertem Reinstwasser durchgeführt und mit Hilfe von HPLC-MS-MS für Phenanthren teilweise mit HPLC-Fluoreszenzdetektion analysiert. Der Zeitaufwand pro Versuchsreihe betrug ungefähr 1 bis 2 Wochen, inklusive Vorbereitung und Analyse, aber ohne die Mahlung. Oben rechts sehen Sie die Sorptionsgleichgewichte verschiedener Imidacloprid-Konzentrationen in 125 bis 200 Mikrometer PE-Partikeln bei 37 Grad. Hier kann man erkennen, dass die Sorption hier keinem linearen Verlauf folgt. Dies sollte aber allerdings mit mehr Messpunkten verifiziert werden. Unten rechts sehen Sie den zeitabhängigen Sorptionsverlauf von Nonylphenol in 125 bis 200 Mikrometer großen PP-Partikeln bei 13 Grad. Auch hier sieht man keinen linearen Verlauf, sondern einen schnell ansteigenden Verlauf, der dann langsam abflacht. Abschließend kann zusammengefasst werden, dass realistische Plastikmikropartikel für das Projekt hergestellt und den Projektpartnern zur Verfügung gestellt wurden. Die Sorptionsgleichgewichte und Verteilungskoeffizienten konnten für die meisten Substanz- und Polymerpaare ermittelt werden. Schwierig wurde es erst bei niedrigen Temperaturen und Polymeren hoher Dichte. Wie eben gesehen, müssen bestehende Sorptionsmodelle noch an unsere Ergebnisse angepasst werden. Für die Zukunft wäre eine Untersuchung der Kinetik mit mehr Variablen nötig, um ganz konkrete Beladungsversuche durchführen zu können. Außerdem sollten Milieuparameter verändert und erforscht werden, um reale Bedingungen besser nachstellen zu können. Dies beinhaltet Änderungen des pH-Werts, des Salzgehalts, der Anwesenheit biologisch und umwelttechnisch relevanter Säuren wie den Huminsäuren.
Von großem Interesse wären außerdem gezielte Desorptionsversuche der Schadstoffe in unterschiedlichen Milieus, um der Frage nachgehen zu können, ob und wie Mikroplastik aufgenommene Schadstoffe in unberührtes Terrain tragen kann. Dies beinhaltet auch eine Erforschung von Magen- oder darmähnlichen Milieus, um weiter erforschen zu können, wie stark die Desorption im Lebewesen stattfindet. Vielen Dank fürs Zuhören.